Nach mehr als 9 Monaten in Deutschland möchte ich heute über die Dinge sprechen, die ich an diesem Land mag und auch über die Dinge, die ich nicht so mag. Ja, vielleicht mache ich alle 6 Monate so ein Video, damit wir gemeinsam sehen können, wie sich meine Meinung mit der Zeit verändert. Gute Idee, ne? Also, falls ihr mich nicht kennt, mein Name ist Mohadesse Mohi. Ich komme aus dem Iran, aber ich wohne in Deutschland und hier in diesem Kanal sprechen wir über verschiedene Themen auf Deutsch und versuchen unsere Sprachkenntnisse durch Zuhören, Zuschauen, Sprechen und Genießen zu verbessern. Falls ihr an solchen Inhalten interessiert seid, bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Das hilft. Dankeschön. Okay, ich beginne mit den Dingen, die ich an Deutschland und an den Menschen hier mag. Ehrlich gesagt überwiegen diese Punkte deutlich die Dinge, die mir weniger gefallen. Ja. Und Nummer 1 ist unbedingt Umweltbewusstsein. Was mir sehr gefällt, ist, wie wichtig der Umweltgedanke hier ist. Die Menschen versuchen auf unterschiedliche Weise, die Umwelt zu schützen. Sie benutzen zum Beispiel kein Einweggeschirr, trennen ihren Müll sehr sorgfältig, fahren für kurze Strecken Fahrrad oder gehen zu Fuß und werfen keinen Müll in die Natur. Dafür habe ich großen Respekt vor den Menschen in Deutschland und ich lerne viel von ihnen. Zweitens, der Umgang mit Zeit. Leute, Zeit ist hier als sehr wertvoll angesehen. Die Menschen planen ihren Alltag gut und versuchen ihre Zeit nicht zu verschwenden. Pünktlichkeit ist auch sehr wichtig und wird geschätzt. Ja, so, das ist wunderbar. Also ich selbst habe immer versucht, pünktlich zu sein und für mich ist Zeit wie Gold. Vielleicht habe ich ja ein bisschen deutsche Gene, ich weiß nicht. Drittens, Ruhe und Erholung. Also in Deutschland wird viel Wert auf Ruhe und Erholung gelegt. Nach der Arbeit und besonders am Sonntag nehmen sich die Menschen bewusst Zeit einfach zum Ausruhen. Ja, viele machen regelmäßig Urlaub, um zu entspannen. Und viele gehen früh schlafen, um genug Schlaf zu bekommen. Also diese Kultur finde ich sehr gesund. Und merke, dass sich mein eigener Lebensstil auch langsam verändert. Ja, weg von Hektik und hin zu mehr Ruhe. Viertens, Work-Life-Balance. Dieser Punkt hängt eng mit dem vorherigen zusammen. Die meisten Menschen arbeiten nach Feierabend nicht mehr, manchmal sogar keine Minute länger. Das wirkt auf mich manchmal lustig, aber ich mag es sehr. Es zeigt, dass das Privatleben wichtig ist und dass Arbeit nicht alles im Leben ist. Selbst Vorgesetzte wissen, dass man Mitarbeitende in ihrer Freizeit nicht mit E-Mails oder Anrufen stören sollte. Diese Balance empfinde ich als sehr gesund. Fünftens, Offenheit und Respekt. Die meisten Menschen in Deutschland sind aufgeschlossen und respektieren unterschiedliche Kulturen, Hautfarben, sexuelle Orientierungen und Lebensweisen. Diese Offenheit ist meist ruhig und natürlich, nicht übertrieben. Ja? Im Alltag sieht man Menschen aus verschiedenen Kulturen mit unterschiedlichen Überzeugungen, die friedlich zusammenleben. Zum Beispiel auf Bahnhöfen oder auf der Straße. Ja, das ist meine Meinung. Aber wenn du das anders erlebst, schreib es gerne in die Kommentare. Sechstens,
Respekt vor der Privatsphäre. Ja, die Privatsphäre anderer ist hier sehr respektiert. Manche übertreiben den Datenschutz vielleicht ein bisschen so sehr, aber grundsätzlich finde ich das sehr positiv. Die Menschen mischen sich nicht in das Leben anderer ein, stellen keine zu persönlichen Fragen und respektieren einfach die Grenzen. Das schätze ich sehr. Nummer 7, die schöne Natur Deutschlands. Deutschland ist wirklich ein sehr schönes Land und eignet sich in den richtigen Jahreszeiten hervorragend für Ausflüge und Reisen. Etwa 32-33% Deutschlands sind von Wäldern bedeckt und rund 50-52% sind landwirtschaftliche Flächen, die meist ebenfalls grün erscheinen. Das Land bietet viele Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele und Naturerlebnisse machen hier wirklich Spaß. Okay, jetzt ist es Zeit, über die Dinge zu sprechen, die ich an Deutschland nicht so mag. Bevor ich anfange, möchte ich sagen, dass ich Deutschland insgesamt also ein entwickeltes und friedliches Land empfinde und hier gerne lebe. Die negativen Punkte, die ich heute nenne, bedeuten nicht, dass Deutschland ein schlechtes Land ist. Nee, jedes Land hat seine eigenen Schwächen. Und hier sind meine Erfahrungen in Deutschland. Nummer 1, das Gesundheitssystem. Ehrlich gesagt, das Gesundheitssystem in Deutschland macht mich manchmal verrückt. Es ist oft sehr schwierig, einen Termin beim Hausarzt zu bekommen. Und wenn man endlich einen Termin hat, bekommt man häufig nur den Rat, heiße Getränke trinken, Kräutertee, im Bett bleiben, sich ausruhen. Ja, ich weiß, dass diese Dinge sehr gut sind, aber manchmal braucht man einfach, dass es einem schnell besser geht. Ja. Zum Glück war ich noch nicht schwer krank, aber einige meiner Freunde hatten ernsthafte Probleme, leider, zum Beispiel mit den Zähnen und mussten leider lange leiden. Also Medikamente werden oft nicht verschrieben und man soll den Heilungsprozess natürlich durchlaufen lassen, was manchmal sehr schmerzhaft und langwierig sein kann. Und wenn ich über das Gesundheitssystem spreche, meine ich auch Tierkliniken. Ja, die sind hier unglaublich. Im Iran gab es an jeder Ecke Tierarztpraxen und die Tierärzte waren geduldig, sehr schnell, sympathisch und sehr professionell. Hier hingegen ist es nicht nur schwierig, schnell einen Termin zu bekommen, wenn ein Haustier plötzlich krank wird, es ist auch extrem teuer. Und die Notdienste sind noch teurer. Einmal war mein Hund krank und wir sind zum Notdienst gegangen und mussten mehr als über 4 Stunden warten, nur um zu hören, dass sie dort, meine Hündin, dass sie dort bleiben muss und dass es über 1.000 Euro kosten kann. Das war ein Albtraum. Insgesamt ist es also sehr teuer, ein Haustier in Deutschland zu halten. Auch die Krankenversicherung für Hunde über 5 Jahre alt ist kompliziert und teuer. Deshalb bin ich mit dem Gesundheitssystem hier insgesamt nicht wirklich zufrieden. Nummer 2, Direktheit der Deutschen. Ja, als Iranerin gefällt mir diese direkte Art der Deutschen nicht. Ja, leider.
Also, tut mir leid, aber in unserer Kultur kann das als unhöflich oder respektlos wirken. Obwohl ich versuche, mich zu integrieren, fühle ich mich manchmal unwohl, wenn Dinge so direkt gesagt werden, ja? Man sagt hier einfach Nein, ja? Oder bietet um Gefallen ohne große Einleitung. Oder wenn jemand etwas nicht mag, wird es oft offen gesagt, ja? Das ist nicht unbedingt was Negatives, aber ich bin noch nicht ganz daran gewöhnt. Nummer 3, das Wetter. Oh mein Gott, das Wetter. Als ich nach Deutschland gekommen bin, war Sommer und alle haben mir gesagt, genieße es. Der Winter wird hart. Ich habe es aber nicht wirklich geglaubt. Aber jetzt, nach dem Winter, kann ich sagen, sie hatten recht. Der Winter war lang, grau, kalt, mit Schnee, Regen und starkem Wind. Und selbst im April spielt das Wetter verrückt. Ein Moment scheint die Sonne, im nächsten schneit es plötzlich. Kein Wunder, dass es das bekannte Sprichwort über den April gibt. April, der macht, was er will. Also, aber der Rest des Jahres ist eigentlich schön, besonders wenn die Sonne scheint. Und ich muss zugeben, der Himmel ist oft unglaublich blau und die Luft ist so sauber, dass das Atmen hier wirklich ein Genuss ist. Aber der Winter, dafür braucht man wirklich starke Nerven. Aber ich muss auch sagen, dass man mit der Zeit Lösungen für das schlechte Wetter findet. Zum Beispiel Reisen. Ja, viele Deutsche reisen im Winter in sonnige, mediterrane Länder. Das sollten wir eigentlich alle machen. Oder man kann sich die langen Wintertage mit einem heißen Getränk, einer Kerze und einer interessanten Serie oder einem guten Film viel angenehmer gestalten. Nummer 4, Steuern in Deutschland. Ja, natürlich werden wir auch darüber sprechen, ja? Wir alle wissen, dass das Steuersystem in Deutschland sehr kompliziert ist, ja, und das kann auch sehr stressig sein, besonders für Selbstständige. Und auf den ersten Blick wirkt es auch etwa unfair. Aber ich weiß, dass es nicht unfair ist, aber trotzdem finde ich es sehr kompliziert und stressig, ja. Ich habe mal nachgeschaut, wie viele Steuern auf das Einkommen von Arbeitnehmern anfallen. Das lese ich euch jetzt vor. Die Einkommensteuer ist progressiv. Circa 0% bis 14% bei niedrigen Einkommen. 14% bis 42% im mittleren Bereich. 42% Spitzensteuersatz ab einem bestimmten hohen Einkommen. Und 45%, das heißt Reichensteuer, ja, das ist für die reichen Leute. Also zusätzlich zu Einkommensteuer kommen Solidaritätszuschlag, für die meisten inzwischen entfällt, okay, Arbeitnehmer heute nicht mehr zahlen. Und Kirchensteuer, 8 bis 9% der Einkommensteuer, die zahlt man nur, wenn man Mitglied einer Kirche ist. Und Sozialabgaben, sehr wichtig, Renten, Krankenpflege, Arbeitslosenversicherung und ja, also kurz gesagt, Sozialabgaben betreffen fast alle, okay, aber Soli und Kirchensteuer nur bestimmte Gruppen. Und falls ihr euch fragt, warum man in Deutschland Steuer zahlt, das habe ich auch recherchiert, das lese ich euch auch vor. In Deutschland zahlen wir Steuern, damit der Staat wichtige öffentliche Aufgaben finanzieren kann. Dazu gehören zum Beispiel Bildung, Schulen, Universitäten, Kitas, Infrastruktur,
Straßen, Bahn, öffentlicher Nahverkehr, Gesundheitswesen, Krankenhäuser und medizinische Versorgung. Und 4, soziale Sicherheit, Unterstützung für Arbeitslose, Familien und Rentner. Und Nummer 5 ist Sicherheit natürlich, Polizei, Feuerwehr und Justiz. Es wirkt eigentlich fair, oder? Was meint ihr? Schreibt es bitte gerne in die Kommentare. So, das waren erstmal die Dinge, die ich an Deutschland nicht mag. Jetzt seid ihr dran. Erzählt mir in den Kommentaren, was euch an Deutschland gefällt oder auch nicht gefällt. Also, ich bin mir sicher oder zumindest hoffe, dass jemand etwas über den öffentlichen Nahverkehr in Deutschland auch sagen wird. Eigentlich ist es auch ein großes Problem hier, aber ich habe gehört, dass es vor allem in meiner Stadt, also in Köln, so schlimm ist und in anderen Städten nicht ganz so. Deshalb habe ich es nicht direkt erwähnt. Trotzdem muss ich sagen, dass ich vom öffentlichen Nahverkehr hier ziemlich enttäuscht bin. Er hat oft Verspätung oder fällt sogar ganz aus. Okay, ich lese mir eure Kommentare sehr gerne durch. Also wenn euch das Video gefallen hat, bitte vergesst nicht, es zu liken und den Kanal zu abonnieren. Dankeschön, danke fürs Zuschauen und tschüss!